Hallo Retro-Freunde und willkommen zu meinem neuen Video. Mattel hat vor kurzem die Eternia Minis Wave 3 gelauncht, die Verpackung etwas abgeändert. Gut oder schlecht? Schauen wir es uns an. Bevor wir loslegen, solltet ihr noch kein Abonnent sein, klickt doch mal hier unten auf das Kanallogo, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen und verpasst somit kein Video mehr von mir. Ja, Mattel hat die Eternia Minis gelauncht. Wie ihr wisst, ich bin eigentlich ein Retro-Sammler. Ich sammle eigentlich die alten Figuren, konnte aber bei den Origins keine Ausnahme machen. Ich musste mir die Origins holen, weil die halt einfach so vintage angelegt sind, und habe dann irgendwann durch Zufall mir auch mal eine Eternia Mini-Figur geholt, weil ich halt einfach keine Origins im Laden gefunden habe und dachte mir, ich muss was von Mattel kaufen, habe mir dann eine Minis-Figur geholt und seitdem bin ich auch Eternia Minis-Fan. Es gab zwei Waves. Mattel hat Wave 1 rausgebracht, Wave 2 rausgebracht und jetzt vor kurzem Wave 3 gelauncht, ja, und hat dabei etwas geändert. Die Wave 1 und Wave 2 kamen in sogenannten Blindboxen. Ja. Wenn ihr das nicht wisst, ich habe da auch schon mal ein Video gemacht, auch zur Wave 2, blende ich euch hier ein, könnt ihr euch mal anschauen. Und zwar in der Wave 1, ja, hat diese Box so ausgesehen. Es war quasi das Schloss, es war Castle Grayskull. Ja, man konnte nicht erkennen, ich habe hier noch das Zettelchen dran, man konnte nicht erkennen, welche Figur drin ist. Es war eine Blindbox, wie gesagt. Ich konnte die hier so kaufen, da ist so eine Folie drum. Dann klappe ich die auf und dann habe ich hier die Figur normalerweise drin. Ich habe jetzt noch den Beipackzettel drin gelassen. Und ja, ein schönes Plastikteil. Die Burg sieht klasse aus. Jede Figur, wie gesagt, es gab 9 oder 10 Stück, ja, in der Wave 1 und jede Figur kommt dann halt in so einer Box. Ich konnte nicht wissen, was drin ist, es sei denn, ich habe hier unten, ich weiß nicht, ob man das sieht, hier unten ist eine kleine Nummer drin, ja, und die Nummer endet auf einem Buchstaben und dieser Buchstabe steht dann für eine Figur. Das heißt, ich konnte dann in einschlägigen Foren und so weiter nachgucken, welchen Buchstaben brauche ich noch, sprich welche Figur befindet sich hinter welchem Buchstaben, und konnte mir dann somit halt die Figuren holen, die mir noch gefehlt haben, wenn ich sie im Laden so gefunden habe. Dasselbe mit der Wave 2. Ja, da hat Mattel dann Snake Mountain genommen. Finde ich wunderschön. Ja, auch dieses kräftige Lila, diese Farbe. Auch hier habe ich einen Zettel noch dran. Auch wieder selbes Prinzip. Ja, ich klappe das Teil auf und habe dann hier den Beipackzettel und die Figur drin liegen. Und mit der Nummerierung auch dasselbe. Ja, ich habe hier unten auch wieder eine Zahlenkombination, gefolgt von einem Buchstaben, und der Buchstabe ist halt ausschlaggebend, wiederum welche Figur drin ist. Ganz kurz, mir fehlt von der Minis Wave 2 noch dieser Disco Skeletor, also dieser 2000X Skeletor, schwarz mit Gold oder gelber Rüstung. Ja, wenn ihr den habt, wenn ihr den loswerden möchtet, schreibt es mal in die Kommentare, schreibt mich an. Genauso bei der Wave 1 fehlt mir noch so ziemlich jeder. Ich habe noch keinen von der Wave 1 außer He-Man, und den hatte ich mir geholt, wo ich mir die, seht ihr hier hinten, die zwei Fahrzeuge geholt habe, sprich den Crown Tripper oder den Road Tripper und den Roton. Ja, da hatte ich mir noch eine Eternia Minis Figur mitgenommen, damit ich auf den Bestellwert komme und das Ganze versandkostenfrei ist. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, blende ich euch auch nochmal ein. Und habe da eine Minis Wave 1 Figur bekommen, und zwar war das hier der He-Man. Ja, und das Besondere an dem He-Man ist, der hat 2 rechte Hände. Ja, wollte ich euch nur noch mal zeigen, auch das habe ich in einem anderen Video ausführlich. Da seht ihr mich staunen, wie ich den auspacke quasi. Ja, wollte ich euch nur noch mal zeigen. So, und jetzt ist die Wave 3 draußen. Die Wave 3 hat auch wieder 9 Figuren, erstmal hier bei uns, muss ich sagen. Und Mattel hat, wie gesagt, das Verpackungsdesign geändert. Die Figuren kommen nicht mehr in einer Blindbox. Die Figuren kommen jetzt wie die Origins, wie die Original-Vintage-Figuren auf Karte, in einem Blister, ja, in der Mini-Version. Und ich zeige euch jetzt einfach mal den ersten. Und zwar ist das hier der gute He-Man, der Battle Armor He-Man. Ja, ich blende euch zu jeder Figur jetzt nochmal Bilder ein. Ja, das ist wahrscheinlich besser, als wenn ich die ganze Zeit in der Kamera hin und her fuchtele. Der He-Man
Das ist der Battle Armor He-Man. Die Figur ist ansonsten dieselbe, die es auch schon in der normalen Variante gibt, die es in Wave 1 gab, Wave 2 gab, der auch jetzt in dem, bei dem Ground Tripper dabei ist. Er hat halt jetzt die Zauberrüstung an, ja, also die Battle Armor Variante. Ansonsten ist die Figur identisch, da braucht man nicht viel drüber zu sagen. Die Rüstung sieht gut aus, sieht gelungen aus. Hauptsächlich das Design oder die Karte ist halt das Besondere jetzt für mich. Das heißt, ich habe halt auch wieder die Waffen hinten dran. Ja, ich habe die Waffen hinten an der Figur, habe den Beipackzettel dahinter liegen. Die Figur ist in einem Klarsichtblister drin. Ich habe eine Backkarte, ja, die halt im Design der Masters of the Universe Origins und auch der Vintage-Figuren gehalten ist. Habe oben drüber nochmal in Orange das Eternia Minis Zeichen stehen. Und ja, auf der Rückseite recht unspektakulär, lauter Do's und Don'ts, ja, also lauter Copyright-Sachen und so weiter in allen möglichen Sprachen, von Russisch über Englisch, über Französisch, Deutsch, ist mit Sicherheit auch irgendwo versteckt. Ja, Griechisch habe ich, glaube ich, gerade gesehen. Ja, ich zeige es euch erstmal so weiter. Wie gesagt, das ist der Battle Armor He-Man. Dann darf natürlich nicht fehlen der Battle Armor Skeletor. Ja, auch hier wieder die Figur, der Skeletor ist identisch mit dem Standard Skeletor, mit der Standardrüstung, den es schon gab. Hat die Zauberrüstung, auch die sieht wieder klasse aus. Ja, man sieht richtig so seine Oberarme hier. Bei der anderen Variante, bei der Originalvariante hat er ja diese Schulterlaschen hier drauf. Hier liegen jetzt die Oberarme frei. Auch er hat seinen Widderstab dabei und auch die zweite Seite vom Zauberschwert. Auch wieder halt hinten der Beipackzettel. Kartendesign ist wieder identisch. Ja, mit dem He-Man oder mit allen anderen Varianten auch. Masters of the Universe Logo, der Namenstitel hier und Eternia Minis oben drüber. Ja. So, das waren die zwei, der Gute und der Böse, sagen wir mal so. Dann geht es weiter und dann kommt eine Figur, und zwar die Teela. Ja, auch wieder gleiches, selbes Verpackungsdesign. Die Figur selbst, ja, ich blende euch da auch nochmal ein Bild ein, kommt mit ihrem Schlangenstab. Und ich muss sagen, so im Größenvergleich hat Teela einen tierischen Wasserkopf. Man muss es einfach so sagen, die Figur, ja, sie hat die Haare hochtopiert, ja, aber auch das Gesicht ist viel breiter, als es bei dem He-Man, bei dem Skeletor ist. Der Kopf ist irgendwie doppelt so groß, ja, wie bei den anderen Figuren. Ich finde es gar nicht so schlecht, muss ich sagen, ja, wenn diese Figur irgendwie in einer anderen Line wäre, um es so zu nennen, ja, in diese Eternia Minis. Der Kopf ist zu groß. Mattel. Ich finde den Kopf einfach zu groß. Ja, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Wie gesagt, ich bin immer noch froh, dass Mattel Masters of the Universe Figuren rausbringt und so weiter. Auch hier, dass sie sich hier an dem Originaldesign orientiert haben. Das heißt, Teelas Aussehen, der Haarreif und so weiter. Das finde ich alles klasse. Ich persönlich, wie gesagt, sage, dieser Kopf ist eine Nummer zu groß. Ja. Wo wir weitermachen, wo ich wieder total happy bin, den ich total klasse finde, ist dieser kleine, schnuckelige, süße Orko. Ich finde, Orko ist eine Figur, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ja, die Figur ist recht einfach, finde ich, einfach gehalten. Mit dem Hut, den blauen Ohren, das Gesicht sieht man ja nicht. Ja, von daher kann man da eigentlich bei vielen anderen Figuren halt, wenn man ein bisschen an dem Gesicht modelliert oder ein bisschen optimiert und so weiter, sieht das Gesicht ganz schnell so aus, dass ich es halt nicht mehr mag. Ja, oder dass es nicht mehr für mich halt diese Figur ist. Bei Orko ist das was anderes. Orko, wie gesagt, ist eine einfache Figur. Ich finde es super schön, dass er halt, wie bei den Origins halt auch, auf einem einen Stand dabei hat. Ja, das heißt, hier ist er diesmal durchsichtig. Finde ich auch toll. Und ich kann ihn halt schön aufstellen, sodass er halt in der Luft schwebt. Finde ich klasse. Orko kommt ohne Zubehör. Hat zwar auch die Hände halt auch wieder beide Hände zu Fäusten geballt, wo ich halt eine Waffe einstecken kann. Ja, sprich, er hat Löcher dazwischen. Aber er hat keine Figur. Er hat keine Waffe oder keinen Gegenstand dabei, außer halt den Beipackzettel. Aber finde ich vollkommen okay.
Vielleicht wäre da so ein kleiner Zaubertrick dabei gewesen, vielleicht irgendwelche Sachen, die er hätte hochschmeißen können, Äpfel oder was auch immer, aber muss nicht sein, finde ich vollkommen okay. Die nächste Figur, die mir auch sehr gut gefällt, muss ich sagen, ist Zodac. Ja, auch hier, wie gesagt, Verpackungsdesign identisch zu den anderen Vieren, die ich schon vorgestellt habe. Zodac sieht auch wieder klasse aus. Man sieht sogar die Haare auf der Brust unter der Rüstung. Er hat seinen Blaster dabei, den Beipackzettel wiederum. Ja, und die Figur, ja, der Helm, er guckt ein bisschen grimmig, das finde ich gut. Ja, die Handschuhe finde ich klasse. Ja, dass sie so ein bisschen klobiger sind, dass er neben an den Seiten halt diese Auswuchtungen hat. Finde ich sehr toll modelliert, muss ich sagen. Ja, auch die Rüstung finde ich klasse. Den Helm finde ich super. Wobei ich glaube, wenn ich das richtig sehe, ist das eine Auge irgendwie größer wie das andere. Minimal aber nur. Oder es täuscht halt einfach durch den Blister. Aber auf jeden Fall, Zodac finde ich eine richtig klasse Figur. Für mich schon immer gewesen. Von Anfang an, von der ersten Line, von den Vintage-Figuren, die rauskamen. Bis jetzt finde ich super gelungen. Dann auch einer meiner Favoriten. Merman. Merman, der Beherrscher der Meere. Auch jetzt in der Wave 3 hier mit dabei. Auch wieder das schöne Merman unter dem Masters of the Universe Logo stehen. Die Figur selbst finde ich auch sehr, sehr gelungen. Ja, von der Rüstung her, ja, sie ist zweifarbig. Ja, das heißt, sie hat in der Mitte nochmal diesen orangenen Streifen in dieser gelben Rüstung. Das sieht aus wie die Lords of Power Variante, die in dem 5-Pack, ich meine, es waren 5 Figuren, in dem 5-Pack, diese Special Edition rausgekommen ist. Ja, die neue Lords of Power Variante vom Merman, der jetzt kurz gelauncht wurde, die in der Origins Variante oder in der Origins Line in Wave 5 rauskommt, hat zum Beispiel seine Rüstung ist komplett gelb. Das heißt, sie haben sie ein bisschen abgestuft. Ja, sie haben es ein bisschen vereinfacht, diese Figur, ja, damit die nicht halt so aussieht wie diese teure, fast unbezahlbare Lords of Power Erstausgabe, ja, die ich auch nicht habe, die ich auch nicht brauche. Hier, wie gesagt, haben sie wieder das ganze Lords of Power ähnlich gemacht. Und auch sonst finde ich ihn richtig klasse. Ich finde das Gesicht richtig klasse. Ich finde den Mund klasse. Er sieht halt aus wie ein Fischkopf. Ja, finde ich richtig toll. Gefällt mir sehr gut. Hat dabei einen Dreizack. Er hat kein Schwert dabei, wie die Vintage-Variante, ja, sondern er hat einen Dreizack dabei. Finde ich, passt aber auch super. Habe ich kein Problem damit. Finde ich richtig gut. So, die nächste Figur, und den finde ich auch mega, auch schon immer früher auch ein Liebling von mir gewesen, Clawful. Ja, Clawful mit seiner riesen großen Schere, ja, mit seiner Schere hier neben, mit seiner Scherenhand, finde ich richtig klasse. Die Figur gefällt mir richtig gut. Ja, die Waffe ist dieselbe, die er auch als Vintage-Figur hatte, sprich diesen Knüppel. Ja, er hat hinten noch diesen, ich denke, man sieht es halt auf dem Frontalbild nicht so. Ja, mal gucken, ob man es hier so sieht. Er hat hinten einen richtig dicken, fetten Panzer auf dem Rücken, der halt sogar absteht. Finde ich richtig klasse. Da hat Mattel sich richtig Mühe gegeben. Und das ist eine weitere Bestärkung für mich, die Eternia Minis zu holen. Die finde ich richtig toll. Obwohl es so kleine Figuren sind, 5,99 das Stück, UVP eigentlich, oder unverbindliche Preisempfehlung. Ja, und ich habe es auch selten mehr dafür bezahlt bisher. Ja, ich finde diese Figur richtig gelungen, ich finde die richtig toll. Macht richtig Spaß anzuschauen. Die ist auch richtig schwer. Ich glaube, diese Schere wiegt einiges. Ja, der Kopf ist schön modelliert. Er hat vorne noch so zwei Hauer rausgucken. Er guckt grimmig. Ja, richtig tolle Figur. Vielen Dank Mattel dafür. Finde ich richtig toll. So, jetzt, das waren quasi die Standardfiguren, die es jetzt gibt. Ich habe noch 2 weitere. Und zwar sind das ja für mich besondere Figuren. Ich finde die auch richtig klasse. Und zwar habe ich hier einmal den Anti-Eternia He-Man. Ja, Anti-Eternia Figuren sind was ganz Besonderes.
Anti-Eternia-Figuren gibt es noch nicht allzu lange, ja, würde ich jetzt sagen. Die Idee kam ja eigentlich, ich hoffe, ihr korrigiert mich, schreibt es in die Kommentare, wenn ich da was Falsches sage, aber anhand von meines Wissens, meiner Vorstellung, kommen die Anti-Eternia-Figuren von Europa. Ja, von Europa, dem Hörspiellabel, ja, ich glaube, das war Folge 11, die Folge der Masters of the Universe Anti-Eternia, ja, die eine meiner Lieblingsfolgen ist, in der es darum geht, dass Skeletor so ein Dimensionsportal aufmacht und die Bösewichte von Anti-Eternia quasi heraufbeschwört, ja, von der Gegenwelt, ja, da ist alles umgekehrt, da ist alles böse, was gut ist und so weiter, und da gibt es halt diesen Anti-Eternia He-Man. Ja, er ist komplett schwarz gehalten, er hat rote Haare, die Rüstung, alles ist schwarz mit diesen roten Akzenten. Der Gürtel ist schwarz, ist rot, die Armbänder sind rot. Er hat das rote Zauberschwert dabei. Ja, die Figur ist wiederum halt der gleiche Abguss wie der normale Standard He-Man, einfach farblich umgespritzt. Ich finde ihn richtig klasse, ich finde dieses Schwarz macht irgendwie was her und ich finde es, ja, nochmal, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, ich finde es klasse, dass dieses Europa-Hörspiel, was es ja nur, ja, was ja eine deutsche Produktion war, ja, so viel Einfluss auf die Masters of the Universe genommen hat, dass Mattel sogar, ja, darauf angesprungen ist und diese Figuren rausgebracht hat. Ja, es gab in der Classic Line, glaube ich, auch schon den Anti-Eternia He-Man. Ja, Classics hatte ich nie, wollte ich nie. Von daher verzeiht es mir, wenn ich jetzt hier was Falsches sage. Aber diese Figur auch richtig, richtig toll, richtig klasse. Und damit nicht genug. Ich habe nicht nur den Anti-Eternia He-Man, ich habe auch den Anti-Eternia Man-at-Arms. Ja, auch diese Figur finde ich richtig toll. Ja, der Man-at-Arms in schwarz gehalten, komplett rabenschwarz, ja, mit diesen roten Akzenten. Das macht richtig was her. Seine Keule, seine Waffe ist auch in Rot. Diese Figuren sind so toll. Ich finde die richtig klasse. Die roten Akzente auf dem Helm. Ja, natürlich ist es ansonsten wieder dieselbe Figur, wie es den Man-at-Arms auch schon so gibt. Ja, auch den Beipackzettel wieder dabei. Richtig klasse Figur. Und jetzt kommen wir dazu, also das waren die Figuren, die ich jetzt habe. Muss aber sagen, ich habe gesehen, und da blende ich euch jetzt auch nochmal Bilder ein dazu, dass es noch weitere Figuren gibt, die, soweit ich weiß, auch das schreibt mal bitte unten in die Kommentare, wenn ihr es wisst, aktuell gar nicht bei uns verfügbar sind. Es gibt noch 4 oder sogar 5 weitere Figuren, ja, und zwar noch 2 weitere aus dem Bereich Anti-Eternia. Das ist einmal die Anti-Eternia Teela. Ja, auch hier blende ich euch jetzt, wie gesagt, das Bild ein. Da sieht man halt auch, Teela ist die gleiche Figur, die ich jetzt eben schon gezeigt habe. Ja, nur auch wieder komplett in schwarz, mit den roten Augen, mit den roten Akzenten in dieser Figur drin. Leider Gottes auch, finde ich, mit diesem roten Wasserkopf oder mit diesem schwarzen Wasserkopf. Aber es ist eine Anti-Eternia-Figur und die finde ich richtig toll. Gerne mehr davon. Und wenn ich sage gerne mehr davon, dann kommt jetzt hier die nächste Figur. Und zwar ist das der Anti-Eternia Ram-Man. Auch die Figur finde ich richtig klasse. Ich weiß nicht, ob es diese Figuren auch so vorher schon gegeben hat oder ob Mattel jetzt sagt, okay, wir lackieren jetzt einfach alles auf Anti-Eternia um und bringen die raus, weil die Leute sie toll finden. Was soll ich sagen? Mich haben sie damit. Ich finde sie toll, ich finde sie klasse. Ich hole sie mir auch. Wenn es sie bei uns gibt, wie gesagt, das weiß ich jetzt noch nicht. Man sieht sie online, da kann ich sie kaufen. Das ist dann eine Import gefühlt Figur, die kostet dann halt auch anstatt 5,99 15, 20, 25 Euro oder mehr. Ja, das ist es mir nicht wert. Ja, ich warte erstmal ab. Ich hoffe, dass die halt hier noch, dass ich die noch bei uns finde. Ansonsten nächste Figur, die ich einblende, ist Stratos. Ja, Stratos ist die einzige Figur, wo ich jetzt kein Bild mit Verpackung gefunden habe, aber der kommt halt in derselben Verpackung wie alle anderen aus der Wave 3 auch. Ja, dieser Stratos sieht wieder aus, wie Stratos aussieht. Finde ich richtig toll, finde ich richtig gelungen. Teilweise finde ich die Eternia Minis sogar, dass Mattel sich da mehr Mühe gibt, auch von dem Paintjob her, wie es bei den Origins ist. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das genauso seht. Ja. Die nächste Figur
ist dann wieder eine weibliche Figur, und zwar ist das Evelyn, hier das Foto. Und was soll ich sagen, Evelyn ist wieder in dem Vintage-Design, sprich halt gelbe Figur, blaue Rüstung, ja, ist mein Favorit. Ich habe jetzt in den verschiedenen Kommentaren in meinen vorigen Videos gesehen, wie ich die Origins Wave 5 mit der 2000X Evelyn vorgestellt habe, dass viele diese 2000X Evelyn von der Farbgebung bevorzugen. Das ist auch jedem sein gutes Recht, jeder hat den eigenen Geschmack. Für mich aber als Kind der ersten Stunde, der die Masters of the Universe Figuren als Kind bekommen hat, wie sie gerade rausgekommen sind, sprich Anfang der 80er, und Evelyn damals halt einfach diese Figur gelb und blau war, ist das für mich die Evelyn. Und daher, jeder hat seine eigene Meinung, das ist meine Figur. Ja, mit der 2000X Evelyn, ich finde sie gut, ich finde es okay. Ja, von der Farbe her ist sie mit Sicherheit natürlicher, sage ich mal ein bisschen, ja, als diese gelbe Figur. Aber wie gesagt, die gelbe ist meine Evelyn. Ja, und auch hier, leider Gottes, anscheinend haben die Frauen irgendwie auf Eternia bei den Minis irgendwie Wasserköpfe. Auch Evelyn hat einen großen Schädel. Aber ja, so ist es nun mal. Ich hoffe, dass die auch in meine Sammlung wandern kann. Und ja, kommen wir zur letzten Figur von den 5, die ich aktuell noch nicht besitze. Und das ist Ninjor. Ninjor ist auch hier wieder, wie ihr seht, sieht richtig klasse aus. Sieht genauso bullig aus, ja, vom Oberkörper, wie auch die Origins-Variante. Ja, Ninjor war in den Vintage-Figuren, bei den Vintage-Figuren, glaube ich, mit, wenn ich mich recht erinnere, die letzte Figur, die ich bekommen habe, bevor mich das Interesse in den 80ern verlassen hat an den Masters. Ja, habe ich irgendwann halt auch weggegeben, ich Doofmann. Ja, aber ich muss sagen, ich finde den Ninjor, sowohl bei den Origins, wie auch hier dieses Bild, was ich sehe von diesem Eternia Mini, finde ich richtig toll, finde ich richtig klasse, gefällt mir sehr gut und ich hoffe, dass ich den halt auch noch bekommen werde. Ja, so, wie gesagt, 5 Figuren fehlen mir noch. Ja, wenn ihr eventuell wisst, wo man die bekommt, ohne dass ich jetzt halt 15, 20 Euro bezahlen muss für diese Figur, ja, wenn ihr die irgendwo seht, schreibt es mal in die Kommentare, denkt an mich, ja, lasst es mich wissen. Und ja, mein Fazit zu diesen Figuren, und ich bin auch auf eures gespannt, auch das bitte in die Kommentare. Was bevorzugt ihr? Bevorzugt ihr die Blindboxen oder bevorzugt ihr die Karten, die Blister-Variante? Ja, ich bin mir ganz ehrlich gesagt, ich bin mir unschlüssig. Ja, ich finde diese Blindboxen richtig toll. Ich finde sie wahnsinnig toll und ich als ja, überwiegend OVP-Sammler, wenn es halt um neue Sachen geht oder um Sachen geht, die OVP sind, dann lasse ich sie auch so. Ja, bei den Minis habe ich eine Ausnahme gemacht, weil ich finde das hier vollkommen okay, die auszupacken und die dann halt auf diesen kleinen Pinöppel hier zu setzen. Ja, die stehen dann auf der Burg. Ich kann diese Burgen halt aneinander, ich kann die aneinander reihen. Ja, ich kann die hier befestigen, Burg an Burg. Ja, dann habe ich hier ein richtiges Diorama. Auf der anderen Seite sage ich, ob ich halt 10, 15, keine Ahnung was von diesen kleinen Castle Grayskulls brauche, die nehmen ja auch Platz weg, weiß ich nicht. Ja, also ich finde diese Varianten klasse, ich finde die Burgen klasse, auch die Castle Grayskull finde ich super toll und ich finde es toll, dass Mattel das rausgebracht hat. Ja. Die Blister-Varianten finde ich auch super, allerdings tue ich mir jetzt schwer, diese Figuren auszupacken. Ja, wie gesagt, Wave 1, Wave 2 habe ich ausgepackt, die stehen bei mir im Regal, die Burgen dahinter, die Figuren davor. Ja, hier tue ich mir schwer, hier würde ich wieder die Verpackung kaputt machen und ich finde halt einfach, und das ist einfach meine Meinung, dass hier die Verpackung einfach so wunderschön ist, oldschool angelegt ist, dass es mir wirklich schwer fällt, die auszupacken. Ja, von daher, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es toll, dass Mattel was Neues probiert. Auf der anderen Seite, es hätte noch ein paar ja, andere Verpackungsvarianten gegeben, wenn es jetzt um diese Cases, um diese Blindboxen hier geht. Ich hätte mir die Fright Zone noch gut vorstellen können. Ja, ich hätte mir sogar vielleicht irgendwie, man darf ja träumen, irgendwie ein Eternia Blindbox vorstellen können, von dem Eternia Playset. Ja, auch wenn es vielleicht nur der mittlere Turm wäre oder was auch immer. Ja, also da gibt es mit Sicherheit noch viele Möglichkeiten.
Lasst es mich wissen, was ihr davon denkt. Was findet ihr besser? Blindbox oder Blister? Schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich auf euer Feedback. Ansonsten möchte ich mich nochmal möchte ich euch nochmal an mein Gewinnspiel erinnern, was aktuell läuft. Er läuft noch bis diesen Sonntag, einschließlich Sonntag, den 16. Mai 2021. Ja, ich blende euch auch gerne nochmal hier das Video zu dem Gewinnspiel ein. Könnt ihr was Tolles von den Masters of the Universe gewinnen. Ja, verpasst es nicht, ja, schaut rein, macht an dem Gewinnspiel mit. Würde mich wirklich freuen. Ja, Gewinnspiele machen mir richtig Spaß, etwas zu verschenken, euch etwas zu geben. Ja, und möchte das auch gerne weiterhin machen. Ansonsten liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Ja, teilt das Video, abonniert meinen Kanal, wie gesagt. Ich wünsche euch einen schönen Vatertag. Ja, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Retro Raune.